Oft hört man die Begriffe Probleme, Schwierigkeiten, Stress. Ach, ich habe keinen Kopf mehr hierfür. Doch was ist es denn wirklich? Was sind wirklich Probleme? Sind es wirklich enorme Hindernisse, wie wir uns das vorstellen? Oder bilden wir uns das wirklich so krass ein? Meiner Meinung nach gibt es keine Probleme. Wir sollten die Probleme ganz anders definieren. Ich nenne sie mal zum Beispiel Herausforderungen. Wenn man Herausforderungen hat, dann muss man die annehmen und man muss darauf zugehen. Wenn man davor flüchtet und wegläuft vor dem Problem oder vor den Herausforderungen, dann werden die einen immer und immer wieder verfolgen. Das heißt, man flüchtet nicht vor den Herausforderungen, sondern man flüchtet in dem Sinne vor sich selbst. Und wie weit wollen wir denn vor uns selbst flüchten? Wir holen uns immer wieder ein. Die Probleme, die Herausforderungen, die holen uns immer wieder ein. Nur wenn wir darauf zugehen und versuchen, die Probleme zu beheben oder die Herausforderungen anzunehmen und dementsprechend zu agieren, können wir auch was ändern. Auch wenn es Kleinigkeiten sind. Zum Beispiel, man hält ein Glas in der Hand, wo vielleicht 300 Milliliter Wasser drin sind. Nach den ersten Minuten tut das vielleicht nicht weh, aber nach den ersten Stunden merkt man, wie schwer der Arm wird. Und nach einem Tag sind das unerträgliche Schmerzen. Und so ist es auch mit den Problemen bzw. Herausforderungen. Es sind oftmals kleine Sachen, aber wenn wir nicht gleich agieren und die mit uns schleppen, kommen immer wieder neue dazu. Und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann explodiert das Ganze. Dann haben wir ein Riesenproblem oder eine Riesenherausforderung, was uns dann noch mehr Schwierigkeiten macht. Deswegen müssen wir die Herausforderungen immer annehmen, sobald sie da sind. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns den Begriff Problem beiseite legen, lasst uns das einfach als Herausforderung annehmen. Und die Summe der Herausforderungen nennt man Erfahrung. Jack Ma hat mal gesagt, du musst aus Fehlern anderer lernen. Weil man kann im Leben gar nicht so viele Fehler machen, dass man irgendwann fehlerfrei ist. Weil man wird sowieso nie im Leben fehlerfrei werden. Wir machen alle Fehler. Aber wenn wir noch vom Fehler anderer lernen, somit beugen wir vieles vor. Nämlich wenn wir eines Tages mal in der Situation geraten, in der mal die Person geraten ist, können wir viel, viel besser agieren, viel vorausschauender handeln. Denn je mehr Herausforderungen wir annehmen, beziehungsweise je mehr Fehler wir im Leben machen und sie natürlich korrigieren und auf unsere Probleme oder auch genannt auf die Herausforderungen zugehen, umso weniger Angst haben wir in der Zukunft vor den Geschehnissen beziehungsweise vor den Problemen. Und somit fällt uns das viel, viel einfacher, die Probleme zu bekämpfen.